Habe die Ehre. Es ist Montag, 7 Uhr in der Früh. Mein Name ist Daniel Mulitz und herzlich willkommen zu Double Jump, deinem werktäglichen Games News Podcast. Auf Double Jump präsentiere ich dir Montag bis Freitag um 7 Uhr in der Früh die wichtigsten Games News des Tages. In diese neue Woche starten wir gleich mit einer mega coolen News, denn gestern auf Reddit habe ich per Zufall einen Super Mario 64 Mod entdeckt, der einfach genial ist. Nämlich dieser Mod kombiniert Super Mario 64 mit The Legend of Zelda, Ocarina of Time, und am Freitag hat Nintendo ganz überraschend bekannt gegeben, dass sie ein brandneues Game verlegen. The Stretchers vom Entwickler von Little Nightmares, Tarsier Studios. Activision Blizzard haben am Freitag auch ihre Finanzberichte für das dritte Quartal 2019 bekannt gegeben und dort zeigt sich, was für ein geniales Release WoW Classic für Activision Blizzard ist. China führt eine Gaming-Sperrstunde für Spieler unter 18 Jahren ein und die Sache rund um Blitzchung ist auch ein super Beispiel für Machtpolitik innerhalb von Großkonzernen. Denn der Overwatch Game Director Jeff Kaplan hat sich zu Wort gemeldet und der ist strikt gegen die ganze Sperre von Blitzchung. Und als letzte Story des Tages noch was Unglaubliches: Death Stranding wird nämlich kein Epic Game Store exklusiver Titel. Wenn du Montag bis Freitag um 7 Uhr in der Früh automatisch mit den neuesten und wichtigsten Games News Stories des Tages informiert werden möchtest, abonniere Double Jump jetzt in der Podcast-App deiner Wahl. Entweder auf Apple Podcasts, Spotify, Soundcloud, YouTube oder generell jeder Podcast-App deiner Wahl. Für jede weitere Plattform oder Podcast-App besuch einfach www.doublejump.at und mit dem allgemeinen Abonnieren-Link kannst du die Show in jeder einzelnen App abonnieren. Fangen wir die neue Woche wirklich super cool an, aber für diese coole News ist ein bisschen Kontext nötig. Denn im September haben Fans von Super Mario 64 nach unzähligen Jahren an harter Arbeit einen kompletten Decompile von Super Mario 64 abgeschlossen. Das bedeutet, Fans haben Code und alle Assets des Spiels nach Jahren der Mühe erfolgreich extrahiert. Und der Code der dekompilierten Version von Super Mario 64, die ist auf GitHub frei verfügbar. Habe ich euch natürlich auch in der Episodenbeschreibung in eurem Podcast-Player oder in den Shownotes auf www.doublejump.at verlinkt. Und dass der Code von Super Mario 64 jetzt für jeden frei verfügbar ist, das ist wirklich massiv. Denn damit ist es jedem möglich, mit der Mario 64 Engine daraus sein eigenes Game zu programmieren oder das bestehende Grundspiel komplett umzuprogrammieren. Und die Möglichkeit, das Spiel umzuprogrammieren, das übersteigt die Möglichkeiten jedes einzelnen normalen ROM-Hacks oder Game-Mods, und ein Fan, der das wirklich grandios für sich nutzt, das ist Case Emanuel. Dieser moddet in seiner Freizeit Super Mario 64 nämlich komplett um. Und nun hat er die Vollversion seines neuesten Mods veröffentlicht. Ein Crossover von Super Mario 64 und The Legend of Zelda Ocarina of Time. Dieser Mod kombiniert die Charaktere von Super Mario 64 und das Gameplay von Super Mario 64 mit der Welt von Ocarina of Time. Die Maps im Mod sind fast 1:1 identisch, aber natürlich ein bisschen angepasst, damit sie dem Plattforming von Super Mario 64 entsprechen. Und Case hat sich da sogar die Mühe gemacht, die Musik von Ocarina of Time mit der Sound Engine von Super Mario 64 komplett neu zu schreiben. Case hat ein extensives Vorstellungsvideo dazu auf YouTube veröffentlicht. Schaut es euch an. Ich habe dieses Video natürlich in den Shownotes auf www.doublejump.at verlinkt und in der Episodenbeschreibung der heutigen Ausgabe in deinem Podcast-Player deiner Wahl. Ich muss zugeben, ich habe diesen Mod noch nicht gespielt, aber dieser ist jetzt bereits auf meinem Games Backlog, damit ich, sobald ich dazu komme, den schnellstmöglich ausprobieren kann. Denn das Game ist eine Idee, die mich genauso neugierig macht, wie mich schon das Remake von Zelda Link's Awakening für die Switch neugierig gemacht hat und wirklich hooked hat. Und von der News vom Fangame, welches auf meinen Backlog kommt, hüpfen wir gleich zur nächsten News vom nächsten Game, welches ebenfalls auf meinen Backlog kommt. Nämlich, das ist ein Game, bei dem ich bei der Bekanntgabe sofort hin und weg war. Eine wirkliche extrem positive Überraschung. Nämlich, Nintendo hat weltweit am Freitag auf allen Twitter-Kanälen angekündigt, dass sie ein neues Indie-Game verlegen. Von Tarsier Studios, bekannt durch Little Nightmares, ein Game namens The Stretchers. Und The Stretchers kann man zusammenfassen
zusammenfassen als Co-op Crazy Taxi für Notfallsanitäter. Und das ist es wirklich. Wenn man sich den Trailer ansieht, geht es darum, Patienten in einer chaotischen Cartoon-Welt aufzusammeln und so schnell wie möglich unter allen Umständen in das nächstgelegene Krankenhaus zu bringen. Ich habe Crazy Taxi als Kind geliebt. Die Dreamcast-Version habe ich als Kind bei meinem damaligen besten Freund immer gespielt. Und der Trailer zu The Stretchers, der drückt meine Knöpfe an allen richtigen Stellen. The Stretchers, das ist ein reiner eShop-Titel, aber eben als Nintendo-verlegter Titel wird er genauso von Nintendo vermarktet. Ihr findet den Link zum Game bei Nintendo Österreich ebenfalls in der Episodenbeschreibung heute oder in den Shownotes auf www.doublejump.at. Und das Game auf der Nintendo Österreich Website hat ebenfalls den Trailer verfügbar. Schaut's euch an. Wenn ihr auch früher Crazy Taxi gemocht habt, werdet ihr da auch gleich sofort hooked sein. Kennt ihr noch J. Allen Braggs ursprüngliche Meinung zu WoW Classic? Have you ever thought about adding servers for previous expansions as they were then? No. And by the way, you don't want to do that either. You think you do, but you don't. Da muss man ja echt Bob Dylan zitieren. Oh, the times they are a-changing. Denn WoW Classic ist bislang Blizzards größter Abonnement-Erfolg überhaupt. WoW Classic, das ist jetzt ja im 3. Quartal 2019 erschienen und noch nie zuvor hat ein Game Blizzard so viele neue Abos innerhalb eines einzigen Quartals beschert. Und mit dem massiven Abonnementzustoß ist die Zahl zeitgleich aktiver Gamer massiv nach oben geschossen. Denn jetzt hat Blizzard auf alle Games verteilt 33 Millionen Gamer gleichzeitig jeden Tag rund um die Uhr. Die meisten dieser 33 Millionen, die sind aber in WoW Classic aktiv. Was ist eure Meinung dazu? Spielt ihr derzeit WoW Classic? Hinterlasst mir einen Kommentar dazu auf Apple Podcasts oder auf Instagram. Ihr findet auf Instagram Doublejump, wenn ihr doublejump.at sucht oder natürlich auch verlinkt in der Episodenbeschreibung und in den Shownotes. China ist nun das erste Land der Welt, welches Sperrstunden und eine Reduktion täglich möglicher Spielzeit für Online-Games einführt. Denn in China ist Online-Gamesucht ein gewaltiges Problem. Und das kann ich auch nachvollziehen, denn ich war ja selbst von 2007 bis 2009 süchtig nach einem Online-Rollenspiel namens MapleStory. Aber ob Sperrstunden dafür die richtige Lösung sind? Ganz ehrlich, das weiß ich nicht. Aber bevor wir da weiterreden, schauen wir uns an, was hat China überhaupt vor? Und zwar, China führt Sperrstunden und Gameplay-Zeitreduktion für Gamer unter 18 Jahre ein. Die Sperrstunden sind für alle Gamer gleich von 22 Uhr bis 8 Uhr in der Früh. Und in dieser Möglichkeit hat man wirklich bewusst konsequent keine Möglichkeit zu zocken. Aber in der Reduktion der Gameplay-Zeit unterscheidet sich der Werktag vom Wochenende. Denn von Montag bis Freitag ist die Gameplay-Zeit auf 90 Minuten reduziert und am Wochenende und an Feiertagen dürfen Spieler unter 18 bis zu 3 Stunden am Tag zocken. Warum ich aber unsicher bin, ob sowas die richtige Lösung ist, denn was bei mir und bei anderen, das sind jetzt lauter Anekdoten, habe ich seit 2009 mit Dutzenden ehemaligen Süchtigen gesprochen. Für jeden der Süchtigen war das Game immer ein Bewältigungsmechanismus. Jeder von uns war damals süchtig aufgrund tiefer liegenden Problemen. Ein erstaunlich kleiner Teil von denen, mit denen ich geredet habe, war süchtig tatsächlich aufgrund der Mechaniken. Und wenn das nun bei den chinesischen Kindern genauso wäre, welchen Bewältigungsmechanismus würden die Kinder nun wählen für die unterliegenden Probleme? Aber was ich aber ganz gut finde bei diesem System, was China einführt, ist, dass auch Geldausgaben eingeschränkt werden. Denn Gamer unter 16 dürfen maximal 26 Euro pro Monat ausgeben und Gamer zwischen 16 bis 18 dürfen maximal 52 Euro pro Monat ausgeben. Ich habe euch ja schon in einigen Podcast-Ausgaben erzählt, zum großen Teil bin ich super liberal. Mir ist Freiheit philosophisch das absolut wichtigste Gut. Aber ich sehe auch ein, dass das Leben eben nicht nur schwarz und weiß ist, dass das Leben auch viele Grautöne hat. Und bezüglich den Geldausgaben ist uns ja besonders durch FIFA bekannt, all die Horrorgeschichten, in denen Kinder ihre Eltern in den finanziellen Ruin getrieben haben. Und das nur dank Lootbox-Ausgaben. Und mit einer Begrenzung auf 26 bzw. 52 Euro pro Monat für ein Kind sind solche Fälle einfach nicht mehr möglich. Umgesetzt wird das Ganze von Tencent,
Blizzard, der weltgrößten Gaming-Firma. Tencent, die sind ja ein Investor in Riot Games, Epic Games, Activision Blizzard und viele weitere westlichen Games-Firmen und die arbeiten da mit dem chinesischen Staat zusammen, um eine auf den Reisepass basierende Identifikation der Gamer umzusetzen. Und da kann man jetzt wirklich streiten, weshalb ich dem Ganzen ja etwas kritisch gegenüber bin. Wer das limitieren sollte, wenn das überhaupt jemand limitieren sollte. Ob die Firma selbst oder der Staat. Mir gefällt es beim Staat nicht, weil jede einzelne staatliche Einschränkung, die durchgeführt wird, die nächste kommende Einschränkung einfacher macht. Weil mit jeder neuen Einschränkung man das Prinzip immer mehr und mehr akzeptiert, weil man sich denkt, kann ich eh nichts machen, okay, oder wenn es um Privatsphäre geht, ich habe eh nichts zu verbergen, okay, noch mehr Einschränkung. Was ist da eure Meinung dazu? Sowas ist wirklich ein tiefes und richtig ernstes Thema. Lasst uns dazu eine Diskussion auf Instagram führen. Ich bin nämlich wirklich irrsinnig neugierig auf eure Meinungen zu so einem tiefgründigen Thema wie diesen hier. Findet mich auf Instagram unter doublejump.at ein Wort oder ich verlinke es nochmal in der Episodenbeschreibung der heutigen Ausgabe in deinem Podcast-Player oder auch in den Shownotes auf www.doublejump.at. Die ganze Sache rund um Blitzchung, das ist ein wirklich brillantes Beispiel für Machtpolitik in Firmen. Lasst uns zurückerinnern. Blitzchung, das war ja der Hearthstone-Profi-Gamer aus Hongkong, welcher gesperrt wurde, weil er in einem offiziellen Blizzard-Livestream die Revolution in Hongkong unterstützt hat. Zuerst wurde er für ein Jahr gesperrt und sein Preisgeld wurde entzogen. Nach einer Woche von einem PR Storm sondergleichen wurde die Zeitperiode auf 6 Monate beschränkt und er hat sein Geld aber gleich im Vorhinein zurückbekommen. Wochen danach, bei der BlizzCon, hat sich Blizzard-Chef J. Allen Brack dafür nochmal entschuldigt, aber diese Entschuldigung war mehr als wertlos, denn Blizzard plant keine Verhaltensänderungen, Blizzard macht trotzdem einfach so weiter, als wäre nichts gewesen und sie werden auch in Zukunft wieder so reagieren. Heißt, in Zukunft kann man wieder für die Unterstützung demokratischer Revolutionen ohne Probleme von Blizzard gesperrt werden. Das ist natürlich nur ein kleiner Teil vom ganzen riesigen Kontext, all den riesigen Details dahinter. Aber alle weiteren Details zu der ganzen Geschichte rund um Blitzchung, Blizzard, Hongkong findet ihr in älteren Double Jump Ausgaben. Diese sind ebenfalls in der Episodenbeschreibung heute verlinkt und in den Shownotes auf www.doublejump.at. So. Um nun zurückzuspringen, warum Blitzchung jetzt ein brillantes Beispiel für Machtpolitik ist. Denn diese News geht um Jeff Kaplan, das ist der Vizepräsident von Blizzard. Jeff Kaplan war in einem Interview der Washington Post und dort wurde seine Meinung zum Blitzchung-Ban befragt. Und er war da erstaunlich offen und ehrlich. Ich habe seine Antworten selbst übersetzt und ich lese die jetzt mal vor. Ich war echt froh, als unser Team seine Sperre reduziert hat. Ich denke, die Sperre sollte noch mehr reduziert oder gleich aufgehoben werden. Aber das ist nur meine Meinung. Ich bin offensichtlich ein großer Unterstützer freier Meinungsäußerung. Das ist eine Thematik, die mir wirklich wichtig ist. Die Sache mit Blitzchung hat mich persönlich echt getroffen. Meiner Meinung nach waren die Strafen viel zu harsch und ich war echt erleichtert, als sie ihm das Geld doch gegeben haben. Ich finde nämlich, dass das ein echt wichtiger Schritt war. Danach hat er nochmal klargestellt, dass das alles seine persönliche Meinung ist. Die Meinung der Firma, diverser Abteilungen und einzelner Angestellter unterscheidet sich. Kaplan, neben seiner Managementrolle als Vize von Blizzard Entertainment, ist er auch hauptverantwortlich für Overwatch. Und Overwatch hat ja auch eine eigene E-Sports-Liga. Eine eigene E-Sports-Liga mit eigenen Regeln und eigenen Mechanismen in solchen Fällen, damit nicht so eine Katastrophe wie das PA-Drama rund um Blitzchung passieren kann. Besonders erwähnt hat Kaplan hierzu ein paar Fälle in Overwatch Season 1. Und bei Overwatch benötigt der Entscheidungsprozess um eine Sperre durchschnittlich 4 bis 5 Tage. Laut Kaplan, da lese ich jetzt wieder nochmal vor, bei jedem einzelnen Fall bilden wir eine Gruppe, die über die Strafe entscheidet. Bei jeder Möglichkeit spielen wir Teufelsadvokat, um zur bestmöglichen Lösung zu kommen. Ich war deshalb echt überrascht, dass so eine schwere Strafe vergeben wurde. Es ist echt interessant, dass er sich so an die Medien traut. Gegen den Chef und gegen die Firma, das ist echt ein großes Zeichen der Machtpolitik. Denn er als Vize hat ja eigentlich die Macht, eine Sperre jederzeit aufzuheben. Aber aufgrund der Firmenstruktur, aufgrund der involvierten Investoren, kann er es doch nicht so einfach umsetzen. Aufgrund all der involvierten Parteien ist es doch ein zu großes Risiko. Aber durch seine öffentlichen Äußerungen setzt er damit ein Signal gegen J. Allen Brack, dass seine Kompetenz als Boss zu bemängeln ist? Glaubt ihr, will Jeff Kaplan der nächste Chef von Blizzard werden? Was meint ihr dazu? Lasst es mich in den Kommentaren wissen auf Apple Podcasts oder auf Instagram. Und so cool wie die News heute begonnen haben, beenden wir sie auch wieder. Mit einer echt positiven News, denn das hätte ich so nicht erwartet. Nämlich,
In der Episode vom 29. Oktober habe ich euch ja berichtet, dass Death Stranding im Sommer 2020 für den PC erscheinen wird. Die PC-Version wird ja von 505 Games published, die zuletzt dafür bekannt waren, mit Epic Games exklusive Deals abzuschließen. Zum Beispiel für Remedy Games Control, welches ja derzeit in der PC-Fassung ein Epic Games Store Exclusive deswegen ist. Aber am Freitag hat 505 Games bekannt gegeben, dass Death Stranding echt kein Epic Games exklusiver Titel wird. Death Stranding erscheint nämlich zeitgleich auf Steam und dem Epic Games Store. Eine wirklich coole Sache. Echt Respekt an 505 Games. Ich war nämlich einer der vielen, der Epic-Exklusivität erwartet hatte. Gemeinsam mit der Ankündigung, dass es in Steam und Epic Games Store veröffentlicht wird, hat man auch die Store-Pages auf beiden Launchern freigeschalten und man kann das Game jetzt schon auf Steam und dem Epic Games Store vorbestellen. Aber zu Vorbestellungen kennt ihr meine Meinung. Heutzutage sind Vorbestellungen so eine extrem schlechte Idee. Heutzutage ist es einfach notwendig, den Release abzuwarten. Das beste neue Beispiel dafür ist ja die Katastrophe, die der Red Dead Redemption 2 Launch auf dem PC ist. Aber wie sieht jetzt eure Meinung aus? Ändert das eure Meinung zu Death Stranding am PC? Jetzt, wo es auf Steam kommt, kauft ihr es euch am PC im Sommer? Und jetzt will ich es von euch wissen. Was ist eure Meinung zu den heutigen News Stories? Eure Meinung zum Super Mario 64 und The Legend of Zelda Ocarina of Time Crossover, zu Nintendos The Stretchers, zum Erfolg von WoW Classic oder der chinesischen Gaming-Sperrstunde? Eure Meinung zu den Aussagen von Jeff Kaplan? Glaubt ihr, er wird versuchen, J. Allen Brack zu stürzen? Und natürlich noch die Hammer News, dass Death Stranding kein Epic Game Store Exclusive Game sein wird. Hinterlasst mir eure Meinung in einem Kommentar auf Apple Podcasts oder in einem Kommentar auf Instagram. Auf Instagram findet ihr Double Jump ja unter doublejump.at, alles ein Wort. Oder ihr findet beides, Apple Podcasts und Instagram, in der Episodenbeschreibung der heutigen Ausgabe, wie auch in den Shownotes auf www.doublejump.at verlinkt. Jedes neue Kommentar lese ich am Ende jeder neuen Folge laut vor und interessante Kommentare beantworte ich auch persönlich im Rahmen des Podcasts. Wenn du deinen Kommentar über Apple Podcasts hinterlässt, würde ich mich auch irrsinnig freuen, wenn du eine Bewertung hinterlässt. Denn Apple Podcasts, das ist für Podcasts ja das, was YouTube für Videos ist. Von dem her ist Apple Podcasts auch extrem Algorithmus gesteuert und dieser Algorithmus geht extrem über die Bewertung. Je mehr positive Bewertungen ich habe, desto eher wird ein Podcast potenziellen neuen Zuhörern vorgestellt und je mehr negative Bewertungen ich habe, desto eher wird die Sendung einem neuen Zuhörer versteckt. Und das war's dann schon für heute, meine Damen und Herren. Ich mache mich nun auf den Weg zur Arbeit. Mein Name ist Daniel Muletz und das war Double Jump, dein werktäglicher Games News Podcast. Wir hören uns wieder morgen um 7 Uhr in der Früh. Habe die Ehre!